Ich habe vor ungefähr 1,5 Jahren einen Auftrag gehabt, 5 von diesen ziemlich großen Ameisen herzustellen, mit diesen Beinen, von denen sie jeweils 6 hatten. Und damals habe ich es so gemacht, weil ich es unbedingt individuell posieren wollte, die Beine gestreckt zu gießen und anschließend in Position zu biegen. Das hat allerdings einen ziemlich hohen Nachbearbeitungsaufwand mit sich gezogen, da man jedes dieser Gelenke dann individuell zuspachteln und nachschleifen musste, was extrem genervt hat. Ich habe damals, um die ganze Methode auszutesten, auch eine kleine Ameise gebaut, deren Beine ihr hier seht, Körpersegmente, die auch noch welche haben. Ja, Körper und Hinterteil. Und da wollte ich mal genau dieselbe Problematik nochmal angehen, dass ich die Beine eben nicht gestreckt gieße, sondern gleich in Position. Hier seht ihr die alte Gussform, gestreckte Beine in 2 Hälften. Und jetzt war ich schon drauf und dran, das auf dieselbe Art und Weise wieder anzugehen, das ordentlich in Monster Clay einzubetten. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, dass das sogar in meine Druckkammer passt und dass ich das Ganze sowieso nochmal von vorne angehen muss. Und deswegen möchte ich heute mal eine Gussform zum Aufschneiden präsentieren. Habe ich jetzt schon angefangen, einen ziemlich ausgefuchsten Gussrahmen sozusagen zu bauen, mit allen 6 Beinen auf einmal. Das wird jetzt also so im Ganzen in einen Kasten gesteckt und mit Silikon vollgegossen, der danach aufgeschnitten wird, der Block. Und hoffentlich wird das was. Da sind ein paar Besonderheiten dabei, also zum Beispiel so einen komplexen Gussrahmen habe ich selber noch nicht gemacht. Aber das eigentlich Interessante wird, dass ich die Schlösser direkt mit ins Silikon eingießen werde. Das ist nämlich sonst immer der große Unterschied zwischen einer Form, wo man die Formhälften einzeln modelliert. Man hat sehr definierte Schlösser, die danach wirklich exakt gut zusammenpassen. Und wenn man die Gussform nur aufschneidet, hat man entweder eine sehr unsauber verlaufende Trennlinie oder eben relativ uneindeutige Schlösser, meiner Meinung nach zumindest. Darum wird es also heute gehen, wie man sich so ein Gestell baut, wie man so eine Form aufschneidet und wie man sich solche Schlösser direkt mit ins Silikon eingießt und danach eine perfekte Registration hat. Für so einen Gussrahmen verwende ich Polystyrolstäbe, die in jedem Künstlerbedarf oder im Bastelfachladen. Einfach die benötigte Länge anritzen, vorbrechen, ein bisschen glatt schleifen. Das ist jetzt ja mal ein Beispiel. Sich dann an der entsprechenden Stelle des Gegenstücks eine kleine Kerbe schleifen. Also die Feile muss natürlich entsprechend das richtige Maß haben. Und dann hier mit so einem Bastelschmelzkleber, also gibt es von Revell, von Games Workshop, die den Kunststoff, das Polystyrol, leicht anlösen und dann chemisch miteinander verschweißt. Feine Lücken an den Rändern kann man dann noch so verfüllen, dass man sich ganz normalen Sekundenkleber nimmt, flüssigen Cyanacrylat. Das mit einem spitzen Gegenstand oder direkt aus der Tube. Also ich habe jetzt nicht gewartet, bis das fest ist. Kann auch sein, dass es jetzt kaputt geht. Hier die Fuge ein bisschen füllen, nicht zu viel. So. Danach mit gewöhnlichem Backpulver in einen sofort festen Kunststoff verwandeln. Es kann sein, dass das an den Ecken noch ein bisschen rau ist und dann kann man einfach nochmal drüber gehen mit dem Sekundenkleber, sozusagen den Glanzlack drüber ziehen. Und dann ist das auch eine ziemlich feste Verbindung, ohne dass man jetzt noch irgendwas verstiften müsste oder so. Also je nachdem, wie aufwendig das Gestell ist, das man baut. So. Aber wenn man jetzt Silikonform macht, auf jeden Fall ordentlich warten, bis der Sekundenkleber komplett trocken ist, weil sowas sonst klassisch Inhibition verursachen kann.
So, das ist jetzt der geschlossene Formkasten. Das Innere wackelt ein bisschen, da der Gussrahmen ja nur an einem einzigen Punkt befestigt ist. Die Wände habe ich aus Acrylglas gemacht, das ist ein bisschen verschwenderisch, aber ich muss ja durchsehen können, damit ich die Polystyrolstäbe gut positionieren kann. Außerdem wollte ich diese Seitenteile hier thermoplastisch verformen, damit ich ein bisschen weniger Silikon verbrauche. Und außerdem wird dadurch dann die Außenhaut des Silikons glatter und durchsichtiger dadurch. Also wenn ich es dann aufschneide, kann ich besser durchsehen. Ja, das stimmt natürlich, dass ich muss noch hier irgendwo einen Schnitt machen. Wahrscheinlich hier, damit ich das dann in Form bekomme. Aber dann sabbert es ja rum. Ich werde diese Stelle noch mit meinem Schlossmesser schneiden, damit da so eine Art Dichtungslippe an der Stelle entsteht, wo der Einguss verläuft. Oh, ist das stumpf. Okay. Also jetzt frage ich mich gerade, ob das überhaupt nötig ist, diese ganzen Stäbe damit einzubauen. Aber jetzt hier, der Kautschuk ungefähr 25 Champ-E, ist eigentlich auch hart genug. Das testen wir einfach mal aus, was da passiert. Jetzt trage ich noch ein silikonhaltiges Trennmittel auf, und zwar Ease Release 205. Ich habe mir das jetzt hier nur in diese Pumpsprühflasche umgefüllt, weil mir die Sprühdosen eindeutig zu teuer sind. Breit pinseln, ablüften lassen. 10 Minuten später, Trennmittel dürfte abgelüftet sein. Ist ganz normaler Babypuder drin. Während das Trennmittel ablüftet, mache ich noch eine kleine Armierung, die in jedes Bein eingelegt wird. Diese Schablone dafür vorbereitet.
Also ich habe jetzt schon ein paar Güsse gemacht und mittlerweile das Kunstharz auch noch mit Mikroglasfaserflocken angedickt. Dadurch ist zum einen die Bruchstabilität des Kunstharzes erhöht und es fließt nicht so sehr aus den Ritzen bzw. zwischen die Formhälften. Also das ist wirklich sehr sauber, nur hier ein bisschen was. Für das angedickte Harz muss man dann allerdings die Spritze verwenden und dafür ist es dann sehr nützlich, dass sich hier am Einguss keine Formteilung befindet. Also wenn ich da jetzt die Spritze zwischen zwei Formhälften rammen würde, würde es die auch wieder auseinandertreiben. Ein anderer Nachteil, der mir noch aufgefallen ist, ist hier drüben, hier an dieser grau gezeichneten Linie, hier am mittleren Bein. Dort ist die ideale Trennlinie dieses Bauteils eigentlich und der von mir gesetzte Schnitt ist ein Stück weiter unten. Das heißt, dass die untere Hälfte einen stumpferen Winkel an der Trennlinie hat und die obere Hälfte, die ihr jetzt nicht seht, einen spitzeren. Das heißt, dass die Formteile gegebenenfalls nicht gut zusammenpassen und das Bauteil eine unsaubere Trennlinie bekommt und dass die eine Silikonhälfte schneller ausleiert und dann gegebenenfalls irgendwann reißt oder noch schlechter mit der anderen zusammenpasst. Aber sonst ist das Ganze sehr vielversprechend. Um die Trennmittelrückstände runterzuwaschen, verwende ich gewöhnliches Waschbenzin aus der Drogerie, kostet so 5 Euro der Liter. Ob das jetzt giftiger ist oder umweltschädlicher als Aceton, kann ich euch nicht sagen, aber es ist tatsächlich besser, um die Silikonöle hier runterzuwaschen als Aceton oder Isopropanol. Und man braucht keine Spezialhandschuhe dafür. Also das sind jetzt normale Nitrilhandschuhe und die sind für Waschbenzin völlig ausreichend. Hingegen braucht man bei Aceton Butylkautschuk-Handschuhe, die wesentlich teurer sind. Das Aceton kann außerdem das Polyurethan anlösen und könnt ihr entweder Details verwaschen oder sogar Kratzer hinterlassen, je nachdem wie steif die Borsten sind und wie intensiv ihr darauf rumreibt. Okay, hier haben wir sie nun, die fertige Ameise. Es hat alles sehr gut funktioniert, ist nun natürlich wie immer nicht so perfekt geworden, wie ich das gerne gehabt hätte. Die Technik hat ihre Vor- und Nachteile und ist natürlich auch je nach Anwendung mal mehr oder weniger geeignet. Das nächste Mal, wenn ich so viele einzelne Bauteile habe, die auch noch so dünn und lang sind, mit so langer Trennlinie, würde ich wahrscheinlich nicht wieder das Aufschneiden verwenden. Ich habe jetzt hier an einigen Stellen die 90 Grad, die die Trennlinie eigentlich zum Bauteil haben sollte, nicht genau getroffen. Das heißt, dass die Form eventuell nicht so lange hält, wie ich das gewohnt bin und wie ich das mit einer modellierten Form jedes Mal gut hinkriege. Es geht allerdings wesentlich schneller, weil man das ganze Heckmeck mit dem vorher modellieren und dann mehrere Topfzeiten bzw. Entformzeiten abzuwarten nicht hat. Aber dafür wird es eben, wie gesagt, ungenauer auswirkt, also einen gewissen Risikofaktor. Die Funktion dieser Schlösser, die überzeugt mich sehr, auch wenn sie für diese große Anwendung vielleicht gar nicht mal so notwendig ist. Allein durch die Oberfläche, also die Größe, reichen schon diese kleinen Hugel aus, um als Schloss zu fungieren. Aber bei einer kleineren Gussform, wo meinetwegen nur wenige Millimeter zwischen den Bauteilen sind, da könnte man dann mit einem einzelnen 2 mm Stahlstab oder so eine Funktion generieren, die man sonst nie hinbekommen würde, weder durch Schneiden noch durch Modellieren. Insofern hat es also funktioniert. Für die Gusstechnik würde ich noch generell empfehlen, das Harz noch bruchstabiler zu wählen oder einzustellen. Zum einen entweder durch solche Mikroglasfasern oder ein Harz mit einer noch höheren Bruchdehnung. Also zum Beispiel das Smoothcast 65D würde da auch gehen. Da braucht man dann allerdings unbedingt so eine Metallarmierung, da die Last das Teil mit der Zeit sonst immer weiter aufbiegen würde. Tja, na dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Tschüss.